Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir eine köstliche, gesunde Marmelade aus Kornelkirschen her. Diese essbaren Wildfrüchte findet man jetzt bis spät in den Oktober hinein in der Natur. Das Rezept für die Marmelade daraus mundet mir bisher am besten von allen Marmeladen, die ich jemals hergestellt habe. Denn die Marmelade hat einen süßen und gleichzeitig säuerlichen Geschmack, der mir ganz besonders lecker schmeckt. Ich bestreiche damit meine ketogenen Brötchen. Das Rezept zu diesen leckeren Brötchen kann ich euch hier oben gerne verlinken. Die Früchte der Kornelkirsche sind nicht nur sehr schmackhaft, sondern auch wirksam bei Kopfschmerzen, Gicht- und Verdauungsproblemen, da sie viele Heilwirkungen haben. Da die Kornelkirschen am selben Baum zu unterschiedlichen Zeiten heranreifen, kann man sie auch sehr unterschiedlich verwenden. So könnte man aus den ganz unreifen grünen Kornelkirschen falsche Oliven herstellen. Das Video dazu werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Für die Marmelade verwenden wir jetzt die ganz normalen hellroten Kornelkirschen, die auch noch unreif sind, da sie noch hart sind und sehr sauer, wenn man sie roh essen würde. Sie sind für die Marmeladeherstellung bestens geeignet. Zum Rohessen würde man eher die ganz dunkelroten, fast violetten Kornelkirschen essen, die dann auch richtig süß schmecken. Sie sind dann auch sehr weich und wenn man den Baum schüttelt, fallen sie von selber herunter. Empfehlen möchte ich auf jeden Fall auch die ganz reifen Kirschen direkt zu konsumieren, denn sie sind sehr gesund, weil sie unglaublich viel Vitamin C beinhalten, aber ebenso sekundäre Pflanzenstoffe, und zwar die Anthocyane, die beim Menschen als Antioxidantien fungieren und die DNA bzw. Lipide vor Schädigungen schützen. Die gesunden Kornelkirschen helfen bei Gicht, bei Kopfschmerzen, Fieber, Durchfall, bei Colitis ulcerosa, auch bei Zöliakie und Magengeschwüren. Bei Magengeschwüren oder Magenproblemen wirkt die Kornelkirsche entzündungshemmend auf Gefäße und Schleimhäute. Hier sehen wir die ganz dunkelvioletten, vollkommen reifen Kornelkirschen, die man so direkt konsumieren könnte. Sie sind auch sehr weich und haben einen köstlichen, süßen Geschmack. Für die Herstellung der Marmelade werden wir jetzt die hellroten Kornelkirschen erstmal gründlich unter fließendem Wasser reinigen, sie dann absieben und dann kommen sie in den Kochtopf, wo wir sie dann mit etwas Flüssigkeit kochen werden. Und so habe ich jetzt zu einem Kilogramm Kornelkirschen 200 Milliliter reines Osmosewasser hinzugegeben und ebenso 200 Milliliter frisch gepresster Zierquittensaft. Da die Zierquitten ein toller Zitronenersatz sind und ebenso gerade in den Gartenkolonien zu finden sind und ich eben den sauren Geschmack in der Marmelade sehr gerne mag, habe ich jetzt hier auch 200 Milliliter von diesem sauren Zierquittensaft hinzugegeben. Man könnte natürlich stattdessen auch Zitronensaft verwenden und wenn man es nicht gerne so sauer mag, dann lässt man eben die Säure weg. Ich habe jetzt die Kornelkirschen hier auf ziemlich großer Flamme offen gekocht, damit die Flüssigkeit weitgehend verdampft und am Ende des Garprozesses dann hauptsächlich nur noch die Kornelkirschen übrig sind. Aber das kann jeder handhaben, wie er möchte. Man kann auch die Flüssigkeit darin belassen, denn hinterher wird ja sowieso alles geliert. Ich habe jetzt noch hier eine Zimtstange, ein paar Nelken und Kardamom als Gewürze hinzugegeben. Die werden am Ende wieder herausgefischt. Die sind für das exotische Aroma der Marmelade zuständig. Gleichzeitig werden wir hier schon mal die Marmeladegläser 10 Minuten in reinem Wasser abkochen. Auf diese Weise werden die Marmeladegläser sterilisiert. Zu den kochenden Kornelkirschen habe ich dann noch hier den Zester einer Bio-Zitrone hinzugegeben. Der trägt auch noch zum leckeren Geschmack der Marmelade bei. Sobald die Kornelkirschen ganz weich gekocht sind, nehmen wir die groben Gewürze wieder heraus und nach 30 Minuten Kochzeit sind die Kirschen ganz weich gekocht und werden jetzt durch ein solches Sieb hier über eine Schüssel abgegossen. Man könnte natürlich auch eine flotte Lotte verwenden. Ein normales Sieb würde ich nicht verwenden, weil dann nicht wirklich alles von dem Fleisch durchgesiebt wird, denn wir wollen ja am Ende nur die Kerne hier entfernen. Die Kerne könnte man übrigens auch verwenden. Man kann sie waschen und trocknen und dann rösten und dadurch sozusagen einen Kaffeeersatz herstellen, so wie ich das mit den Dattelkernen schon mal hergestellt hatte. Mein Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben. Die abgesiebte Kornelkirschenmasse kommt wieder in den Topf zurück. Dazu geben wir jetzt Xylit als Süßungsmittel. Man könnte aber auch eine Erythrit-Stevia-Mischung verwenden. Ferner habe ich noch Vanilleextrakt hinzugegeben und zweimal einen Viertellöffel Stevia, um die Süßkraft noch zu verstärken. Das beste Süßungsmittel wäre eine Erythrit-Stevia-Mischung, weil wir dann wirklich 0 Kalorien hätten und überhaupt keinen Blutzuckeranstieg. Jetzt haben wir noch Agar-Agar-Pulver hinzugegeben. Agar-Agar ist ein pflanzliches Geliermittel aus Algen, welches den ungesunden herkömmlichen Gelierzucker ersetzt.
Wir lassen die Mischung jetzt noch einmal aufkochen und dann ist die Marmelade auch schon fertig und kann in die sterilisierten Gläser abgefüllt werden. Die auf diese Weise eingekochte Marmelade ist dann sehr lange haltbar. Da ich hier aber jetzt nur eine kleine Menge hergestellt hatte, also nur 3 Gläser insgesamt, werde ich wahrscheinlich nochmal eine Marmelade herstellen, weil mir genau diese Marmelade ganz besonders gut mundet und ich jetzt jeden Tag meine ketogenen Brötchen damit bestreiche. Denn der süß-säuerliche Geschmack schmeckt mir ganz besonders lecker und solch einen Geschmack wird man niemals im Laden finden. Und davon abgesehen haben wir ja nur gesunde Inhaltsstoffe verwendet. Deshalb sollte man, wenn einem dieser Geschmack gefällt, ruhig ordentliche Mengen davon herstellen, denn wir haben jetzt die Kornelkirschenzeit noch bis in den Oktober hinein und diese gesunden Wildfrüchte sind eben vollkommen kostenlos für uns. Und sogar im gekochten Marmeladenzustand behalten sie ihre Heilwirkungen, wie zum Beispiel für die Behandlung von Colitis ulcerosa. Aber ebenso bei der Zöliakie als auch bei Magengeschwüren oder Magenproblemen wirkt die Kornelkirsche auch in gekochter Form entzündungshemmend auf die Gefäße und Schleimhäute. Denn bereits Hildegard von Bingen schrieb der Kornelkirsche eine heilende und reinigende Wirkung für den Magen und den Verdauungstrakt zu. Und da die Kornelkirschen sehr viel Pektin enthalten, welches ein löslicher Ballaststoff ist, sind diese gesunden Wildfrüchte hervorragende und preiswerte Entgifter. Und sie binden sogar radioaktive Stoffe. Und Pektin kann unsere Gesundheit gleich mehrfach verbessern, denn es wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus, reduziert eine radioaktive Belastung, reguliert die Verdauung, wirkt präbiotisch und hat krebshemmende Eigenschaften. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.